So, jetzt sind wir schon fast etwas abgeschweift, wollen aber natürlich noch mal intensiv sprechen, auch über das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein. Und deswegen freue ich mich, dass unser Russland-Korrespondent Christoph Wander noch mal bei mir ist. Christoph, wenn du das so siehst, dass Volodymyr Zelensky persönlich extra anreist, auch noch mal ein Vier-Augen-Gespräch hat mit Olaf Scholz, steht die Ukraine mit dem Rücken zur Wand? Ich denke, das kann man nicht ganz so pauschal sagen mit dem Rücken zur Wand. Es kommt immer darauf an, wo man hinguckt, in welchem Bereich des Krieges, also an welchen Frontabschnitt. Es gibt Momente wie Kursk, also im russischen Kernland, wo die Ukrainer stehen, wo sie mit gut ausgerüsteten Truppen sind und wo sie den Russen schwerstes Kopfzerbrechen bereiten. Und dann gibt es natürlich auch Ecken, wo es für die Ukrainer äußerst eng ist, wie im Donbass. Und sicherlich ist richtig, dass die Ukraine die westliche Hilfe dringend braucht. Und deswegen kommt Zelensky auch wieder, um das noch einmal zu artikulieren. Aber die Ukrainer haben noch Potenzial. Und das ist es auch, was ich immer wieder aus Russland höre. Die Ukrainer haben noch sehr viele Männer in Reserve, die mobilisiert werden können. Und wenn der Westen weiter Waffen gibt, dann wird auch die Kampfkraft nicht zum Erliegen kommen. Das ist meine feste Überzeugung. Aber Zelensky will eben mehr als nur das, was bisher gekommen ist. Und ich denke, es sind vor allem die weitreichenden Waffen, die er möchte. Marschflugkörper, jetzt gerade auch der USA, für die F-16-Kampfjets, die JASSM mit einer Reichweite bis zu 900 Kilometer. Immer wieder wird auch über den Taurus gesprochen, den deutsch-schwedischen Marschflugkörper. Ich denke, da liegt die Reichweite so bei 500 Kilometer Präzisionswaffen. Das will Zelensky und er will Schläge tief im russischen Kernland landen. Durchführen auf das russische Kernland. Und das ist genau der Punkt, wo der Westen, wie ich das verstehe, bisher nicht mitspielt, weil eben die Gefahr besteht, dass die Russen eben irgendwann wirklich eskalieren und dann auch zurückschlagen und dass das Ganze dann einfach Formen annimmt, die man auch in Westeuropa, in den USA nicht will. Das würde also definitiv eine neue Phase dieses Ukraine-Krieges auch einläuten. Das heißt, du bist jetzt zwar die Woche hier bei uns in Berlin, aber in Moskau schaut man wahrscheinlich deswegen sehr genau hin, was dort besprochen wird. Auf jeden Fall, also die JASSM, noch einmal, dieser amerikanische Marschflugkörper, der also von Luft-Boden, sprich von der F-16, vom Kampfjet abgeschossen wird, oder auch der Taurus, das ist in Russland, wird das als eine reale Gefahr gesehen. Als eine Gefahr für Stützpunkte, für Kommandopunkte, für Munitionsdepots, für Luftwaffenstützpunkte, für die Krimbrücke. Und das ist für Putin fast schon das Allerwichtigste. Also die Brücke vom russischen Kernland auf die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim, die auch genannt Kertschbrücke. Und mit einem Taurus, da ist das durchaus real, diese Brücke mindestens mal schwer zu beschädigen. Und das ist es, was ja auch gestern Lavrov, der russische Außenminister, noch einmal gesagt hat. Lacht nicht über unsere roten Linien und testet sie nicht bis zum Ende aus, hat der russische Außenminister gesagt. Also ich weiß auch nicht, wann die Russen bereit sind, was zu tun. Ihr habt das mehrmals auch schon bei uns im Studio gesagt. Aber sie haben natürlich die Möglichkeiten, auch zu eskalieren. Und das, glaube ich, kann man auch nicht einfach abtun. Christoph, danke für diese Einschätzung. Wir werden im Laufe des Tages auch noch mal weiter sprechen, dann noch sicherlich noch mal detailliert über die Lage im Osten der Ukraine. Dankeschön erstmal.